Bye bye Whakarawa. Wir verlassen jetzt Whakarawa mit einem weinenden Auge und das andere ist auch traurig, weil es hier auch schön war. Aber da fällt noch ein bisschen besser durch. Ist schon geil, was für ein Gewohnheitstier man ist. Wir haben jetzt gerade das erste Mal seit der Pazifiküberquerung den Ginaka wieder setzen müssen. Der Forecast hat uns eigentlich 15 bis 20 Knoten vorausgesagt, aber wir haben zwischen 4 und 7. Und das war jetzt echt gerade so, für was war nochmal diese Leine? Für was war das? Aber wir haben es geschafft, der ist wieder oben. Ja, und leider, da wir immer noch keinen Bugspriet haben, der ist da kaputt gegangen, müssen wir den Seezahn auf der einen Seite wieder abmachen. Bitte nicht nachmachen. Scheint so, als sei der Bann endlich gebrochen, dass wir auf dem Pazifik nichts angeln. Allerdings sind wir noch nicht davon überzeugt, dass der eine Größe hat, die wir essen können. Der hat sich gerade locker 250 Meter Leine rausgezogen, als der Mario geschlafen hat. Der ist so schnell aus dem Bett gewesen, so ein Krach hat das gegeben. Ja, jetzt mussten wir gerade den Ginaka runterholen und versuchen mal, den nach Hause zu kämpfen. Der scheint sich ordentlich zu wehren, oder? Der ist auf jeden Fall noch nicht müde. Dabei stehen wir schon fast. Dreiviertel Stunde später. Wir sind seit 45 Minuten dran und da sind bestimmt noch 50 Meter draußen, locker. Camp Super Mario. Guck mal, wie die Angel sich kriecht. Obwohl die Leine noch 2 Meter hinter uns ins Wasser geht, können wir den Feind noch nicht sehen. Nina hat immer super Ideen. Lass mal angeln, wir haben so viel Pech auf dem Pazifik gehabt bis jetzt. Ich bin mir fast sicher, es ist ein Mario. Geht zwischendurch mal blau schimmern. Wunderschön blau schimmern. Ja, unten drunter ist der blau. Okay, jetzt, ja, könnte auch ein Weißflossentuna sein. Warte, du bist jetzt gleich da. Weißflossentuna. Was ist denn ein Weiß? Ein Gelbflossentuna wollte ich sagen. Das ist eher ein Tuna als ein Mai. Ja, so wie der Kind auf jeden Fall. Ja, das ist ein Thunfisch. What a beast! Ein kleiner Hai. Nee, ist ein Thunfisch. Wow! Das ist ein Thunfisch. Das ist ein Thunfisch. Ein blauer sogar, wey. Soll noch leckerer werden. Können wir mal der Anita ein paar Steaks zurückgeben. So, was machen wir jetzt mit dir, Kollege? Rein. Ja, Was ist so hin? wie. Mit der Harpune? Ja, ich will glaube, wieder vorne drauf schießen. Ja, gibt's die nächsten Tage Thunfisch, oder? Die nächste Woche. Ich habe ja meinen Battle mit Terry von der Yum Yum noch laufen, der von uns diesmal einen Thunfisch fangen wird. Ich bin natürlich froh, dass ich diesen Kampf erstmal zumindest mit 1-0 führe. Ich weiß ja nicht, wie es bei Terry aussieht. Aber das ist echt unser erster Fisch, seitdem wir im Pazifik unterwegs sind. Den kleinen Mai, den wir zu Ostern haben, zähle ich mal nicht mit. Und über alles andere reden wir nicht. Tja. Manchmal laufen Dinge wirklich nicht so, wie sie sollten. Nachdem ich vor 2 Tagen, als wir losgefahren sind in Whakarawa, noch Scherze darüber gemacht habe, dass wir überhaupt gar keine Ahnung mehr haben, wie man eigentlich diesen Ginaka setzt, haben wir unseren super Fisch gefangen und sind dann in die Nacht wieder weiter mit dem Ginaka gesegelt und hatten zwischen 4 und 8 Knoten Wind
Also sind eigentlich mega langsam unterwegs gewesen. Und ich saß gerade unten auf der Couch, war gerade meinen Rundgang draußen machen, war wieder unten, als uns leider eine 25er Böe erwischt hat, und zwar von der falschen Seite. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten dann mal einen Genaka. Der ist uns leider komplett weggerissen. Wir sind noch beide nach oben gerannt und haben versucht, das irgendwie wieder unter Kontrolle zu kriegen. Aber in dem Moment, wo wir die Leine gelöst haben, hat es schon nur noch einen Knall gegeben. Und wir hatten dieses Riesensegel im Stockdunkeln irgendwo unter dem Boot hängen. Und haben locker eine halbe Stunde gekämpft, um zu gucken, ob wir es wieder reinkriegen, ob wir es irgendwie geborgen kriegen. Wie gesagt, sowas passiert natürlich immer mitten in der Nacht. Hat auch alles funktioniert, keine Leine ist irgendwo drum gewickelt. Wir mussten dann den Rest der Strecke motoren, weil wir halt zu wenig Wind hatten, um zu segeln. Und sind jetzt nicht so ganz gut gelaunt in Tahiti angekommen. Hinter mir seht ihr Tahiti, oder ein Teil von Tahiti. Und ist ein bisschen schade. Das Ding ist ja erst von Januar. Mario ist jetzt gerade schon unterwegs, um zu gucken, ob wir einen Segelmacher finden, der uns den Schaden reparieren kann oder überhaupt sagen kann, ob es sich lohnt. Aber eigentlich ist es wirklich ganz oben nur an der Aufhängung gerissen. Das sollte also in der Theorie nicht ganz so tragisch sein. Wir sind einfach mal gespannt. Was so ein bisschen nervig ist, wir haben uns ja jetzt monatelang vor Corona versteckt. Wir lesen zwar mal eure ganzen Beiträge und hören es in den Nachrichten, aber richtig Berührungspunkte hatten wir damit ja noch nicht. Und jetzt sind wir ja auf Tahiti und müssen plötzlich auch mit Masken rumlaufen. Ich weiß, es ist für euch absolut normal, aber für uns ist es total befremdlich. Deswegen habe ich Mario auch jetzt alleine an Land geschickt. Und wir waren ja eine ziemlich coole, eingeschworene Segel-Community in den letzten Monaten. Im Grunde sind ja alle mehr oder weniger in den Marquesas angekommen, hingen dort im Lockdown und sind dann auf die Tuamotus aufgebrochen. Und ja, man ist halt eigentlich wirklich immer mit den gleichen Booten unterwegs gewesen. Und wir haben beschlossen, heute Abend nochmal so eine kleine Abschiedsparty schon mal zu feiern, weil unser Umgang untereinander jetzt auch einfach anders wird, dadurch, dass jetzt jeder an Land gehen kann und man automatisch mehr Kontaktmöglichkeiten mit Corona bekommt, wird jetzt so dieses eng beieinander auf den Booten sitzen, was wir echt die letzten Monate geliebt haben, jetzt wohl irgendwie nicht mehr so einfach sein. Man wird irgendwie, oder man ist schon so ein bisschen mehr eingeschüchtert, allein halt, dass man jetzt zum Supermarkt läuft und dann da eine Maske anziehen muss. Wie gesagt, ich weiß, für euch ist das vollkommen normal. Für uns ist es jetzt das erste Mal. Wir haben jetzt schon August und es ist das erste Mal, dass wir Masken anziehen müssen. Total befremdlich. Tut mir echt leid, wenn ich überlege, dass wir es jetzt schon seit Monaten machen müssen. Ja, ich versuche mich einfach weiter auf dem Boot zu verstecken. Ja, Mario kann die Besorgungstouren machen. Und wir harren mal der Dinge, die da so kommen. Und drückt uns die Daumen, dass man das Segel relativ leicht wieder reparieren kann.